Yo, hi, hier ist wieder MAK, liebe YouTuber. Hier, wie ihr gerade seht, habe ich meinen Kamin an und ja, es ist schweinekalt draußen momentan. Und ja, wie ich euch sagen will, einfach eine Kurzfassung, was ihr zum Kamin wissen müsst, ist einfach nur erstmal der Standpunkt des Kamins. Ne? Also ihr solltet euch Gedanken darüber machen, wie und wo ihr den Kamin hinsetzen wollt. Ne? Also am besten wäre eigentlich immer in, in der Mitte des Hauses, wie jetzt bei mir der Fall ist. Ich habe ein Einfamilienhaus. Oder wie gesagt, wenn ihr halt eine Wohnung habt, dann ja, am besten dann da, wo der durchgängige Schornstein ist. Ne? Ich mach mal Licht hier. Warte kurz. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Ventilator hingestellt. Hi erstmal. Und ja, ich habe hier halt einen Ventilator hingestellt, der die Luft ein bisschen zirkuliert beim Abbrand des Holzes. Und ja, so waren wir stehen geblieben. Ja, ihr solltet euch halt Gedanken drüber machen, wo ihr einen Kamin hinsetzen wollt. Und da gibt es natürlich ein paar Regeln zu beachten. Da müsst ihr zum Beispiel erstmal, wenn ihr zum Beispiel so einen Kamin haben wollt, wie bei mir, der ist zum Beispiel oben mit einem Gussrohr befestigt, das nach draußen geht zu einem Edelstahl-Schornstein. Das haben wir so gemacht, weil mein hauseigener Kamin, ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen hauseigenen Kamin. Der ist leider bei mir versottet und ja, deswegen benutze ich jetzt ein Edelstahlrohr nach draußen. Wichtig ist, Leute, wenn ihr einen hauseigenen Kamin habt, immer erst beim Schornsteinfeger erkundigen, ob man den auch benutzen kann. Und wenn ihr den benutzt, auch wirklich dann nur Buche und Eiche verbrennen oder Finke, aber bitte kein Weichholz, sprich Nadelholz. Weil dazu kommen wir gleich später nochmal hinzu. Also habt ihr euch dann nun für einen Standpunkt entschieden, ja, würde ich halt den lokalen Schornsteinfeger erstmal benachrichtigen, dass er sich einmal das anguckt, euch auch Ratschläge und Tipps gibt, wie und wo am besten der Schornstein zu stehen hat, beziehungsweise wie ihr ihn halt befeuern sollt und so weiter. Ich habe zum Beispiel jetzt bei mir von Hellwig habe ich mir den Color-Schornsteinkamin geholt. Den Schornstein habe ich separat machen lassen von einer extra Firma. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Kamin. Wie man auch hier sieht, kann man sehr schön erkennen, wie der Kamin schön abbrennt, ist schon sauber da drin, so sollte es eigentlich sein. Sobald ihr merkt, ja, die Specksteine bzw. die da drinnen, die ja, das sind halt nochmal Specksteine, anfangen so leicht schwarz zu werden, wie so halt am Ende. Das zeigt immer darauf hin, dass das Feuer nicht gut brennt. Deswegen muss man eigentlich immer so ein bisschen dann die Luftzufuhr erhöhen und schon sollte es eigentlich, ja, regelrecht ein bisschen mehr brennen, ein bisschen besser, sage ich mal jetzt, verbrennen in dem Sinne, dass man eine optimale Verbrennung hat. So, warum Buche und Eiche? Buche und Eiche hatten einen sehr guten Brennwert. Das heißt, die verbrennen erstmal schön. Wie ihr sehen habt, habe ich auch mit Kohle gehabt. Ich kann auch mit Braunkohle meinen Ofen heizen. Aber es ist wirklich, also meine Erfahrungsberichte auch, sind wirklich Buche und Eiche, weil vor allem Buche, weil Buche einfach mehr
ich sag mal, beim Verbrennen verbrennt ja das Gas im Holz. Und Buche ist wirklich eine Holzart, ein Holz, was wirklich, ich sag mal, wirklich lange brennt und auch eine wirklich lange Glut in sich hält. Und man merkt es einfach, wenn ihr Buche verbrennt, der Raum wird einfach schnell warm und es verbrennt gleichmäßig und schön. Wenn ihr jetzt, wie ich euch nicht empfehlen würde, Tanne oder Fichte oder Nadelholz nehmen würdet, ne? Wie so manchen müsst ihr auch drauf aufpassen, wenn ihr Holzbriketts nimmt. Ne? Es gibt ja diese Steinkohlebriketts, diese Braunbriketts, und es gibt ja auch einmal diese Holzbriketts. Und diese Holzbriketts, da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, wenn da Nadelholz oder Weichholz draufsteht, dass ihr die Finger davon lässt. Weil der nämlich dazu führt, dass euer Kamin, hi Schatz, der dazu führt, dass euer Kamin im Schornstein rußt. Und dieses Weichholz führt halt dazu dass es zu einer höheren Rußbildung kommt. Muss nicht immer sein, kann aber dazu führen, dass es später zu einem Kaminbrand kommt. Und dieser Kaminbrand, damit ist wirklich nicht zu spaßen, weil nämlich der ganze Kamin dann brennt. Wenn ihr jetzt den Anschluss am hauseigenen Kamin habt, der fackelt euch so ab und den könnt ihr auch nicht löschen. Da müsst ihr mindestens 24 bis manchen Fällen 72 Stunden darum warten, dass der Kamin dann von selber sich erlöscht. Und durch diese ganzen Ablagerungen im Kamin wird halt dazu geführt, durch dieses Nadelholz wird dann halt dazu geführt, dass der Kamin dann halt brennt. Und das ist wirklich keine gute Sache. Ah, schläft der Sohnemann? Nee. Ja, liebe Freunde, ihr müsst euch auch natürlich informieren, ob euer Kamin bzw. euer Brennofen auch geeignet dafür ist, Braunkohle, Steinkohle zu verbrennen, weil nicht jeder Kamin ist dafür geeignet, beziehungsweise nicht jeder hat so einen Grillrost wie meiner, wo ihr zum Beispiel Steinkohle oder sowas verbrennen könnt. Auch wirklich darauf zu achten ist, wirklich Leute, Kamine wirklich auch nur mit Kohle oder mit Buche und Eiche verbrennen. Wirklich kein Müll, ich sag's nochmal, Müll, Kunststoff oder sonst irgendwelche Weichholze oder beschichteten Holze, Laminat, Möbel, weiß der Geier was, verbrennen. Wirklich auch nur naturbelassenes Holz verbrennen, weil erstens die Schornsteinfeger kommen zur Kontrolle und merken es irgendwann, und zweitens, wenn ihr Nachbar habt, wie bei mir, wenn ihr da einmal schwarzen Rauch rauskommt, also spätestens nach 10, 20 Minuten habt ihr 3 oder 4 Nachbarn auf der Matte, beziehungsweise noch viel schlimmer ist dann die Polizei mit einer fetten Anzeige wegen Umweltverschmutzung. Da wir zum nächsten Thema kommen würden, zur Emission. Und zwar sagt der Gesetzgeber, dass alte Kamine, die jetzt, ich sag mal, was stand letztens, 1980, 1990, jetzt seit neuestem 2010, hab sein Gesicht abgewaschen. Kurze Unterbrechung, meine Frau hat mich irgendwas gefragt, aber weiter. Und zwar sagt der Gesetzgeber, dass Kamine, die vor 2010 einverbaut wurden, dass sie bis zu 2025-2024 nur noch in Betrieb nehmen dürfen. Das heißt, wir haben momentan 2018 und ihr habt also so gesagt nur noch 7, 6 Jahre, vielleicht auch 8 Jahre Zeit mit dem Kamin, sage ich mal jetzt, Spaß zu haben oder sonst irgendwas halt, ne?
Und ja, es ist einfach so, dass in Deutschland, ja, halt Belgien, ne, dafür sorgen will, dass wir saubere Luft haben, beziehungsweise dass ja, in den Städten halt, sage ich mal, eine saubere, verbrannte Abgase haben, dass, ich sag mal jetzt, wenn man schwarzen Ruß, das ist halt nun mal eine Umweltbelastung. Ne? Man kann halt jetzt davon ausgehen, dass der Nächste dann vor der Matte steht, klingelt und sagt, sag mal, was verbrennst du da überhaupt? Ne? Ja, und immer schön sauber bleiben, denkt an die Umwelt. Ihr wollt auch diese Welt für eure Kinder, beziehungsweise in meinem Fall für mein Baby, erhalten. Und ja, also, ne, immer schön sauber bleiben, immer Holz, naturbelassenes Holz verbrennen, ne, oder auch zum Beispiel Kohle, wie in meinem Fall. Und was ich auch wirklich euch zum Herzen legen würde, benutzt solche Öko-Anzünder, die ich hier zum Beispiel habe. Die brennen sehr gut, ne? Die braucht ihr nur einmal mit einem Streichholz anzünden, dann ja, läuft das alles automatisch, ne? Und ihr braucht kein Papier, auch wirklich auch kein Papier verbrennen, weil das schadet eurem Kamin in dem Sinne, weil in dieser Papier-Zeitung bedruckte Farbe Tinte ist und diese Tinte verbrennt und lagert sich mit der Zeit, also durch die Verbrennung, im Kamin bzw. im Edelstahlrohr ab. So, und nachher irgendwann habt ihr das Ding so voll, dass es halt nun mal zu einem Kaminbrand kommt. Und das wollt ihr nicht. Also googelt mal oder guckt mal bei YouTube nach einem Kaminbrand. Ich kann nur sagen, also schön ist es nicht. Und ja, also was ich momentan gemacht habe, ist, ich würde euch auch raten, nichts in die Nähe des Schornsteins zu stellen, wie jetzt in meinem Fall. Also nicht so direkt dran, ne, dass es anfängt zu kokeln oder so, weil das Ding wird richtig heiß, ne, und da solltet ihr auch aufpassen, dass eure Kinder die heißen Oberflächen nicht anfassen, weil es besteht nun mal eine Verletzungsgefahr, Schrägstrich Brandgefahr. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe das Holz hier sozusagen nur drauf getan, weil normalerweise sollte ja Holz 2 Jahre trocknen. Da ich aber der Meinung bin, ich stelle es mal hier drauf, natürlich unter Beobachtung. Ne? Ihr solltet Holz, also wenn ich das hier gemacht habe, nie unbeaufsichtigt lassen. Weil ich der Meinung bin, weil die Oberfläche halt nun mal heiß ist und sage ich mal jetzt, durch die heiße Wärme, die aufsteigt. Physikalisch ist es ja so, dass Wärme immer aufsteigt. Trocknet es so ein bisschen das Holz. Sprich, Wasser verdunstet bei 100 Grad und ja, Flammen haben ja ungefähr eine Temperatur von 460, 480 Grad und Glut ja noch heißer. Ja, und da das ja alles durch das Kaminrohr steigt, beziehungsweise hier eine heiße Oberfläche ist, würde auch der Meinung sagen, man könnte hier kochen, solltet ihr ja mit einer Pfanne, aber ich glaube, dafür braucht ihr ein bisschen ewig, da ist der Elektroherd ein bisschen schneller. Ja gut, aber man könnte natürlich auch drauf kochen, backen, backen ein bisschen, glaube ich, ein bisschen eher weniger, mit einer eventuellen Vorrichtung bestimmt aber, ne? Und solltet halt darauf aufpassen, dass ihr immer eine passende Einstellung habt, ne? Und dass ihr darauf aufpasst, die Luftzufuhr, wenn es jetzt wie hier schon richtig abgebrannt ist, dann zuzustellen. Dann seht ihr schon direkt, dass es anfängt weniger. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen mache, dann seht ihr, dass sich die Flammen so ein bisschen langsamer fackeln. Ne? Jetzt habe ich zugestellt, das wollen wir natürlich nicht. Du brauchst schon Luft. Ne?
Und ja, ihr müsst halt zusehen, dass die Flammen sich so ein bisschen so langsam abbrennt, das Holz, ne? Dass ihr eine schöne Wärme habt, dass es nicht zu schnell brennt, weil sonst wäre das ja Vergeudung und ihr wollt ja euer Geld nicht vergeuden, sondern ihr wollt es ja sinnvoll verbrennen. Ja, sinnvoll verbrennen, ja, das klingt halt nun mal ein bisschen scheiße, aber was soll man da machen, ne? So, und ja, mehr gibt es davon eigentlich nichts zu sagen. Ja, und ab und zu halt nach dem Brennen, wenn ihr schon mal seht, hier die Asche, die wird langsam voll. Dann müsstet ihr auch ab und zu dann abwarten, bis der Kamin ausgebrannt habt und dann die Asche halt dementsprechend entsorgen und aufpassen, nicht heiße Asche in den Mülleimer zu kippen, weil sonst habt ihr nachher eine verbrannte Wohnung. Ja, ich drehe mal hier wieder auf. Wenn ihr seht, die Scheibe wird schon langsam schwarz. Das ist immer das Zeichen dafür, dass es zu wenig Luft abbekommt. Ja. So ist es eigentlich eine perfekte, optimale Verbrennung des Holzes. Ja, so wie ihr sehen könnt, habe ich ja hier fleißig Holz bisschen, ne? Hier und da. Hier ist das zum Beispiel ein schönes Stückchen Holz. Und ja, es ist schon richtig warm, ne? Schon richtig getrocknet. Und ach ja, nicht erschrecken, wenn ihr zum Beispiel euch, ja, ich sag mal jetzt, Holz gekauft habt, was eine Restfeuchtigkeit von 40% oder so habt, ne? Nicht erschrecken in den nächsten Jahren, wenn ihr das dann trocken lagert, ne? Dann schrumpft das Holz. Warum schrumpft das Holz? Weil Wasser abgegeben wird und es halt nur noch eine Restfeuchtigkeit von optimalen 15 bis 10% halt habt, ne? Der Gesetzgeber sagt zum Beispiel, ihr dürft schon ein Holz verbrennen, was 20% an Restfeuchtigkeit hat. Aber es ist natürlich immer besser, 10%iges Holz oder noch darunter liegendes Holz zu verbrennen, weil es einfach, ja, länger brennt und ihr einen besseren Abbrand halt habt, ne? Ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und das Wichtigste noch zum Schluss, das Beste zum Schluss: Wenn ihr den Kamin zum ersten Mal, ich sag mal jetzt, ihr habt einen Kamin bestellt, ihr habt den Edelstahl-Schornstein bestellt, ihr habt alles gemacht, getan und der Schornsteinfeger kam und hat eine Abnahme gemacht. So, und jetzt befeuert ihr zum ersten Mal den Kamin. Dann wirklich drauf aufpassen, alle Fenster und Türen öffnen, alle Türen öffnen. Jetzt sagt ihr euch bestimmt, ja, was redet der denn da? Ich will ja heizen und nicht verschwenden. Ja klar, das ist auch nun mal so, aber da ihr den Ofen zum ersten Mal anfeuert, wird der Lack, der da drin ist, ja, Lack ist genauso wie wenn ihr einen Ofen zum ersten Mal anmacht, einen elektrischen Ofen zum Backen, einen Herd anmacht, der verbrennt. Und das, was da verbrennt, ist halt nun mal der Erstlack. Das ist nicht gesundheitsschädlich, aber es dampft sehr, also es qualmt sehr schön und das wollt ihr nicht beibehalten. Also am möglichst immer, wenn ihr zuerst feuert, immer schön Fenster und Türen alle sperrweit auflassen und dann ordentlich Feuer machen und ungefähr nach 20 Minuten wird dann der Schornstein anfangen, beziehungsweise der Kamin anfangen zu qualmen. Ist aber nicht schlimm. Nach ungefähr, je nach Kaminart, 2 bis 3 Stunden dauert es schon, dann wird sich der Qualm, also der Lack, der dann verbrannt ist, wird sich dann legen. Ja, und ihr könnt dann halt dann, ich sag mal, aufhören, also beziehungsweise nicht aufhören zu feuern. Das Feuer muss natürlich weiter brennen. Das ist sehr wichtig. Also ihr müsst dann wirklich 2 bis 3 bis maximal, ich meine 6 Stunden, müsst ihr dann wirklich Feuer machen, ne? Also richtig volle Karacho Feuer, dass der ganze Lack abgebrannt ist, ne? Und ja, wenn der ganze Lack dann abgebrannt ist, dann qualmt es nicht mehr. Und ihr könnt dann auch sicher sein, dass
ihr alles richtig gemacht habt. Na, also ich habe den Fehler gemacht, beziehungsweise ich war erschrocken, dass es hier richtig gequalmt hat, ne, und habe dann meinen Schornsteinfeger angerufen, ja, und er hat dann mir gesagt, ja, am Telefon, ja, ne, so und so. Und ja, Leute, wie gesagt, aber jeder ist seines Glückes Schmied und ihr müsst auch natürlich euch selber um diese Dinge kümmern. Ich kann euch nur sagen, wirklich, beherzigt meine Ratschläge und ja, bis zum nächsten Mal, ne?